Ursprünglich komme ich aus Amsterdam, Niederländer. Und da bin ich Franchise-Partner von McDonald's und führe jetzt hier im Vorarlberg 6 verschiedene Restaurants mit 394 Mitarbeitern und das schon 25 Jahre. 98, das heißt ein Jahr später, haben wir Zeit gehabt, um auch Menschen mit einer Begrenzung einzustellen, weil das ist eine Aufgabe für uns, um auch mit den Mitarbeitern umzugehen. Und jetzt momentan sind es 12. Es werden immer mehr, weil auch mehr Menschen erkennen, dass ein Arbeitsplatz da ist. Ja? Menschen kommen bei uns als Gast im Restaurant und es ist der Restauranttyp, wo auch der Gast morgen Mitarbeiter ist. Das kann sein. Ja? Und wir haben viele Eltern, die natürlich als Gast kommen und dann kommt man in Gespräch. Und das ist meistens so lokal neben. Und die sagt, oh, ich habe eine Tochter und die hat eine kleine Behinderung, aber bei euch ist sie gut aufgenommen, probieren wir es mal. Ja? Und so fängt es dann an. Und dann kommt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und jetzt ist es wichtig, nicht, dass ich sage, ja, komm zu mir, sondern es müssen die Restaurantleiter in ihren Betrieben natürlich auch wollen. Weil das ist genau wie mit Lehrlingen. Wenn einer keinen Bock hat auf die Lehrlinge, dann wird das nichts. Angefangen hat alles aus einer Budgetfrage. Wir wollten die Ausgleichstaxe vermeiden. Und dann ist es doch schnell zu einer Herzenssache geworden, als wir auch mitbekommen haben, dass die Gäste uns loben, uns anerkennen, weil wir Platz haben für Menschen mit Beeinträchtigung. Und das macht die ganze Sache sehr wertvoll. Ich arbeite als Arbeitsassistent bei der Firma Dafür und im Zuge dessen habe ich Selina und Anton beim Erhalt des Jobs hier bei McDonald's unterstützt. Bei Selina war es so, sie war die Erste, die hier angefangen hat. Ihre Stelle wurde uns von der McDonald's gegeben, quasi, dass sie mit einer Person, die wir begleiten, besetzen wollen. Und das habe ich mit ihr besprochen, habe dann einfach den Dennis Becker direkt angerufen, haben einen Termin hier ausgemacht und dann hat es eigentlich auch schon gleich geklappt. Und einfach bei ihr war es dann einfach so, dass wir auch bei der Einarbeitungsphase in einer gewissen Zeit gemerkt haben, dass es dann vielleicht noch eine Unterstützung braucht. Und dann ist dann eine Kollegin von mir, die als Jobcoach arbeitet, hinzugezogen worden, die sie dann einfach dabei unterstützt hat mit der Erledigung von den Arbeitsaufgaben, dass das wunderbar klappt. Ich arbeite schon 3 Jahre hier fast in McDonald's Lustenau. Das war gleich Einstellung. 2 Wochen habe ich gebraucht zum halt lernen. Und ja, jetzt mache ich schon fast 3 Jahre. Ja. Bei uns ist es so, dass ein Mitarbeiter, der neu in Betrieb kommt, einfach trainiert wird. Er hat einen Buddy bei sich. Und diesem Buddy hilft ihm mit so 1-2 Wochen, bis er die Tätigkeiten kann. Normalerweise ist es so, dass es schwierig ist immer, dass wir jeden Tag mit dem Mitarbeiter alles wiederholen müssen. Ja? Was passiert heute? Was musst du heute tun? Was ist deine Aufgaben? Weil sie das nicht können. Die können das von der Auffassung, die können das. Die können nicht eine Woche weitergehen. Auch der Tag. Sie wollen heute wissen, wie sie morgen arbeiten, sonst geht das nicht. Ja? Und wir versuchen natürlich zu helfen mit allerlei Mitteln. Mittlerweile haben wir das Dienstplan, alles auf Handy, wenn sie auch das Handy dann verwenden können oder nutzen. Ja, und dann, das ist eigentlich mühsam, aber die Assistenten und die Restaurantleiter wissen, ja, das ist ein besonderer Mensch und die kann auch besondere Arbeit machen. Ja? Also es gibt Personen, die kommen natürlich sehr gut an und können die Aufgaben gleich mal sehr gut. Meistens ist es ja einfach ein paar 1 oder 2 Stunden pro Woche vorgeschaltet, dass man einfach schauen kann, wie klappt das, was braucht es, funktioniert das, muss man an irgendwelchen Schrauben noch drehen, damit man auch wirklich das gut umsetzen kann. Dafür kommt nur Anfang, Unterstützung den Anfang, dass die Mitarbeiter sich kennt. Dann wissen wir, wie es läuft. Und wenn es ein paar Monate gut läuft, dann kommt von dafür niemand, dann machen wir das intern selbst. Ab und zu kommen noch die Eltern dazu, um zu fragen, wie geht's? Wenn es aber ein Problem ist mit der Mitarbeiter, dann kommt dafür. Es ist ein schöner Job. Hier bin ich wie zu Hause.
fast schon. Ich kenne die Leute, ja, das ist einfach, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt es hier. Und bei Anton danach war es so, dass, auch weil Dennis uns dann auch gekannt hat, hat er unter anderem mich auch eingeladen, um den Betrieb vorzustellen, was sie hier anbieten, was für Arbeitsplätze sie haben. Und dort mittendrin gesagt hat, sie suchen noch eigentlich einen Hausmeister, Gehilfen, jemand, der hier eben Rasen mäht, den Müll einsammelt. Und ich mir gleich gedacht habe, das wäre gerade das Richtige für den Anton, ihn abgefangen habe und schon gesagt, den Anton kurz vorgestellt habe. Und dann haben wir uns einfach, hat er sich mal selber vorstellen können und dann haben wir ein paar Schnuppertage ausgemacht und ja, hat auch da dann ganz gut geklappt. Und auch hier haben wir danach dieselbe Kollegin, die als Jobcoach tätig war, einfach hinzugezogen, dass sie ihm dabei hilft, gut anzukommen. Hausmeister und Küche, ja. Rasenmähen sind Aufgaben. Küchenarbeit, Müll sortieren, außen und Zähne Parkplatz kehren. Oh. Putzen. Ja, der Anton ist so alt wie ich, aber kognitiv beeinträchtigt. Das wissen wir, das ist kein Problem. Ich weiß, ich muss ihm alles langsam erklären, ich muss ihm nachkontrollieren und der braucht 3-mal so viel Zeit für die Arbeit. Aber das ist alles mit einberechnet. Wenn man das weiß, weiß man auch, wie man redet. Ich finde, Unternehmen profitieren auf der einen Seite ganz gut davon, weil ich glaube, viele Personen, die wir begleiten, sind dann sehr loyal, geben sich sehr viel Mühe, bringen auch im Betriebsklima, verändert sich oft einmal etwas, wenn man auch sieht, okay, da ist jemand mit Beeinträchtigung angestellt, kann zwar nicht alles vielleicht machen, aber wir nehmen da Rücksicht, das macht auch im Betriebsklima einen Riesenunterschied. Und für die Personen selber, ich glaube, da geht es ganz viel um Selbstwert. Wenn ich vielleicht einmal eine Zeit lang arbeitslos war oder wenn ich Schwierigkeit habe, in den Job zu kommen und dann irgendwas finde, wo ich gerne mache, wo ich mich gut aufgehoben fühle, das bestärkt ganz viel und macht auch was mit den Personen, verändert sie im positiven Sinne. Ich mache den Job und die anderen kümmern den Job und der, wo ausgeben muss, macht den Job. Das ist ja schon cool irgendwie. Die Qualität leidet keineswegs darunter. Wir haben einen Mitarbeiter, wir wissen, wie der Mitarbeiter arbeitet, wo die Einschränkung liegt. Und diese Einschränkung ist im ganzen Arbeitsprozess mit eingearbeitet. Also ich würde sagen, nicht versuchen, sondern versuch es. Es ist wirklich ja, eine Möglichkeit, um auch der Betrieb weiterhin auf neue Chancen zu bringen, weil es ist ja für den Betrieb und sowohl für die Menschen, die da arbeiten, ein Challenge und auch eine Bereicherung. Ich glaube, wir lernen voneinander. Ja? Sie lernen von uns und wir lernen mit den Fähigkeiten von den Mitarbeitern, die eine Begrenzung haben.